Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir waren schon lange Zeit nicht mehr in der Monstergrotte gewesen und ich hatte letztes Mal gerade wieder nachgeschaut gehabt, wie sehen jetzt momentan eigentlich gerade so die Prozentchancen aus beim letzten Dungeon hier in 5 von 10, den Marshmallow Man. Letztes Mal haben wir ihn leider nicht bekommen können, als wir so eine Art Video gemacht haben und da ein paar Dungeon-Tries reingesteckt haben. Ich hatte mal die Daten eingelesen gehabt bei SF Tools, weil mich das wirklich mal interessiert hatte und ich bin fast vom Hocker gefallen, als ich gesehen hatte, dass wir jetzt mittlerweile eine Prozentchance von 0,52 haben. Das hört sich für den einen oder anderen vielleicht erstmal gar nicht mal so krass an, aber das ist schon heftig, wenn ich mich daran erinnere, was wir letztes Mal gehabt haben. Das war ja überhaupt gar kein Vergleich gewesen. Und wir haben ja eigentlich, ich sag mal so, abseits von unseren Statpunkten ja hier wirklich keinen Fortschritt gemacht. Ne? Ihr kennt ja meine Devise zum Equipment, da will ich bis 700 warten. Also rein Statpunkt-technisch, keine Ahnung, ob das hier richtig ist. Aber das ist das, was ich jetzt hier heute zu diesem Zeitpunkt eingelesen hatte und was da rauskam. Und wenn das stimmen sollte mit den 0,52%, dann werden wir den heute besiegen. Also das ist mal klar. Ne? Also das ist schon echt nicht wenig. Ich erinnere mich zurück, wir haben auch Gegner besiegt, die unter 0,10 waren, auch 0,05. Wir hatten sogar schon mal 0,01%ige Gegner besiegen können. Wir haben schon alles gemacht. Ja? Also das sollte hier nicht das Problem sein heute, es sei denn, wir sind extrem unlucky. Wir gucken uns die Versuche auf jeden Fall gleich mal an. Was mich auch sehr überrascht ist, dass wir hier beim Wurm, den Sandbox-Wurm, der Folgegegner, auch schon eine Chance von 0,19 haben. Das ist auch schon echt nicht verkehrt auf jeden Fall und stimmt mich definitiv positiv. Deswegen würde ich mal sagen, schauen wir mal rein. Wir haben ja immer mal so zwischendurch ein paar Free-Tries gemacht, vor allen Dingen im Stream. Meistens dann immer zur Toilettenpause habe ich hier immer so ein Try immer laufen lassen. Und da ist es live noch nie passiert, dass wir hier den Gegner besiegt haben. Und heute im Video soll es dann soweit sein. Also wie gesagt, die Chancen stehen wirklich nicht so schlecht, dass wir hier den heute besiegen werden. Und deswegen, die Tries sehen schon sehr gut aus. Wir gucken mal, was ist momentan der beste Versuch, den wir gegen ihn gemacht haben. 2,5 Milliarden war der beste Try. Wann war das nochmal? Am 19.06. Ja, 2 Monate her circa. Also haben wir uns in den 2 Monaten wirklich schon extrem gut steigern können, was so die Statpunkte anbelangt und auch was die Prozentchancen hier beim Marshmallow Man angehen. Deswegen würde ich mal sagen, wir entern ein bisschen rein. Wir gucken uns die Tries aber an. Also ich mache hier nicht zu schnell mit den Pilzen, weil ich mir sehr gerne mal die Versuche anschauen will, bis zu wie viel wir ihn hier runterbrettern können erstmal. 2,1 Milliarden. Okay, ich glaube, war jetzt schon der beste Try, ne? Ich hatte schon wieder vergessen, was jetzt hier der Try davor gewesen ist. Was haben wir? 2,5 war der beste. Also ist tatsächlich jetzt offiziell heute auch gleich nach den ersten paar Versuchen das hier der beste Try. Hauptsächlich macht hier Marquardt den Damage und ich dann halt auch zum Schluss. Mal gucken. Muss ja hier auch nochmal einen guten Crit rausgehauen haben vielleicht. Ja, konstant. Es geht. Also der ist auf jeden Fall machbar. Ja, wir werden ihn heute besiegen. Heute ist es soweit. Mit der Prozentchance wird er hier zur Strecke gebracht werden. Und normalerweise mache ich mir da eigentlich nichts draus aus diesen Gegnern, wenn die jetzt nun liegen oder nicht. 1,4. Okay, wir machen aber weiter. Ich habe mir den Try jetzt mal gespeichert, aber ich mache mir nichts daraus, wenn die Gegner jetzt hier erstmal nicht liegen sollten, weil ich das nicht als nötig erachte, da hier so viele Pilze reinzustecken und dann halt eben vom Level her ein bisschen Fortschritte zu machen. Es lohnt sich halt einfach überhaupt nicht. Allerdings will ich halt wirklich diesen Versuch live festgehalten haben mit euch zusammen hier.
Alter, die Tries sehen schon so gut aus, ne? Der teasert einen aber auch so ein bisschen an hier tatsächlich, ne? Ja, ich möchte diesen Moment mit euch zusammen teilen und deswegen, ja, versuche ich dann von Zeit zu Zeit mal immer wieder so ein Video zu machen. Wenn man sich dann wieder ein Stück weit verbessert hat, dann kann man wieder mal sowas definitiv mal ausprobieren, weil es wäre ja irgendwie low, wenn ich den Gegner halt ja offline, sag ich mal, besiege in irgendeinem Free Try oder so und ja, dann zeige ich euch einfach nur im Nachhinein den Versuch. Würde ich halt ein bisschen low finden, deswegen ja, versuchen wir es immer mal so hinzukriegen. Kostet natürlich auch ein paar Pilze, ne? Aber wie gesagt, abseits davon try ich den Gegner eigentlich so fast gar nicht irgendwie offscreen, sag ich mal, wenn ich jetzt nicht aufnehme. Ja, gut. Wir pilzen jetzt mal ein bisschen schneller rein, denn wir wollen ja auch heute noch zu Potte kommen. Deswegen, ja, ist jetzt egal, falls wir jetzt noch einen besseren Try irgendwie hier rausgeboxt kriegen, als den wir jetzt hier schon abgespeichert haben. Dann soll es so sein, dann können wir das jetzt nicht nochmal mit abspeichern. Und da ist er auch schon down, ja, nice. Der Sandkastenwurm, der nächste Gegner hier, Alter, let's go. Also es hat mich jetzt heute wenig überrascht, muss ich sagen, dass wir ihn jetzt besiegen konnten, denn wie gesagt, die Prozentchancen sind schon echt verdammt gut gewesen, muss man so sagen, so dass ich jetzt sage, okay, ab 0,5 kann man so eine Grenze machen, jetzt oder nie. Entweder fällt er heute oder ich verschulde mich hier komplett. Ja, also eins von beiden. Aber sehr gut, sehr, sehr nice. Wir haben lange auf ihn gewartet. Der Marshmallow Man, Stufe 620, endlich ist er down. Ein neuer Schritt nach vorne im schwierigsten Dungeon im ganzen Spiel, in der Monstergrotte, in der Schattenwelt. Betretbar ab Stufe 600. Und es ist auf jeden Fall immer schon ein Riesenmeilenstein, sag ich mal, hier einen weiteren Gegner aus dem Weg zu räumen. Weil ihr seht ja, wie lange es wirklich dauert, von Gegner zu Gegner sich hier lang zu hangeln. Und klar, der nächste Gegner, der jetzt hier danach folgt, der Sandkastenwurm, der ist zwar wirklich jetzt schon in greifbarer Nähe, also es sieht mir jetzt nicht so aus, als ob wir da nochmal 3,3 Milliarden, dass wir da jetzt nochmal so lange brauchen werden, wie jetzt zum Beispiel beim Marshmallow Man. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine ziemliche Aufgabe, sag ich mal. Den können wir jetzt hier endlich von der Liste streichen und ihr seht ja danach, die beiden Gegner hier, die lassen natürlich wieder auf sich warten. Es ist natürlich eine ziemlich haarige Angelegenheit hier mit den Prozentchancen. Also der wird wahrscheinlich noch dieses Jahr liegen, da gehe ich mal von aus, dass das definitiv machbar sein sollte. Bei den anderen beiden müssen wir gucken, wie es wird. Eventuell werden wir auch so stark, dass wir auf Stufe 700 dann komplett ausrasten und die haben, also ich glaube, wenn wir uns komplett neu equippen auf Stufe 700, wenn es dann soweit ist, dann werden die beiden hier zumindest auch eine Prozentchance angezeigt, ja, kriegen wir da eine Prozentchance angezeigt und nicht diese 0,00 und ja, vielleicht bei den beiden dann hier auch, mal gucken. Aber auf jeden Fall schön, dass wir es heute gepackt haben und das auch live im Video. Der nudistische Gigant war ja der Gegner, den wir davor besiegt haben. Ne? Das müsste der gewesen sein. Und ja, schaut mal. Wir haben jetzt heute hier den 13.08., wo ich jetzt gerade das Video aufnehme. Ist noch vorproduziert natürlich. Ne? Und wir sind jetzt hier dabei. Seit dem 2.05. haben wir hier den nudistischen Giganten besiegt und so lange haben wir jetzt halt eben gewartet, bis wir ja, gute Chancen haben gegen den nächsten Gegner. Wie gesagt, der nächste wird wahrscheinlich nicht mehr so lange auf sich warten lassen und ja, deswegen. Und der davor gewesen ist, der Monster Truck, der war am 3.12. letztes Jahr. Ne? Also es kommt wirklich alle paar Monate im Jahr mal vor, dass man hier auf der Stufe noch einen Gegner mitnehmen kann. Das ist schon, wie gesagt, ihr seht es ja, ein ziemliches Highlight auf jeden Fall, wie eine Deckenlampe und deswegen schöne Sache, dass wir hier das so machen können. Wir machen mal einen Test-Try gegen den neuen Gegner, der hier uns bevorsteht, aber den werden wir uns definitiv nochmal ein bisschen aufheben für die Zukunft. Ne? Ist ein Stärke-Gegner und hat über 20 Milliarden Leben. Das ist auf jeden Fall eine Ansage, Stufe 625. Ja, ich bin gespannt, wann wir den kriegen. Also ich denke mal, ja, ich glaube so Ende des Jahres, wie gesagt, wenn wir uns equipped haben neu, dann sollte der definitiv machbar sein. Und ich denke mal, jo, da werden wir gute Chancen haben, hier ja,
den Dungeon ein bisschen weiter fortclimben zu können. Ich glaube nicht, dass wir den komplett durchkriegen dann auf Stufe 700. Ich glaube, so krass wird der Boost dann auch nicht werden. Ne? Aber ich sag mal, eine neue Waffe wird definitiv schon Zeit, sag ich mal. Ne? Es steigt auf jeden Fall von Mal zu Mal. Ne? Und wie gesagt, wenn wir dann Stufe 700 sind, dann werden wir auch wahrscheinlich die 400er Durchschnittsschaden dann erreicht haben, die wir dann mehr auf der Waffe haben werden. Ne? Natürlich auf einer Legendary-Waffe dann ganz klar. Und da freue ich mich nach wie vor sehr auf den Tag. Aber erstmal sehr schön, dass wir das heute gepackt haben. Gespeichert habe ich mir den. Das ist, freue ich mich wirklich sehr drüber. Ist eine schöne Sache und immer auf jeden Fall so ein kleiner weiterer Motivationspunkt, den ich mir so nehme, sich von Gegner zu Gegner immer zu hangeln, ne? Neben ganz vielen anderen Endgame Langzeitzielen, die ich so verfolge. Ne? Und Stufe 700 als Beispiel oder jetzt Ausdauer auf 350 oder 400k hochziehen. Ne? Das sind alles so eine Kleinigkeiten, wo man sich immer so selbst ein bisschen motivieren muss, auf jeden Fall dran zu bleiben. Und genau, das soll es erstmal soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.